Ja, du hast vollkommen recht. Es gab schon mal ein Video zum Rolltool von Easy. Dieses geht aber sehr viel tiefer in die Materie. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall aufmerksamst zuzuhören. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun gebe ich ab an Björn. Huhu, hier unten in der Ecke bin ich. Ja, also herzlich willkommen. Heute wollen wir uns im Easy Screener einmal das Rolltool angucken, den Rollassistent. Oder auch die Tretreparatur mit dem pfiffigen Rollen, wie ich es genannt habe. Ganz kurz vorab natürlich, Disclaimer, keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Finanzinstrumenten, rein für Informations- und Bildungszwecke das Ganze hier. Wir wurden halt öfter gefragt, den Rollassistenten mal zu erklären, aber ich denke, vorweg geschaltet macht es Sinn, für alle, die das noch nicht so genau wissen, was ist denn überhaupt Rollen? Ja, da kann man jetzt verschiedenste Definitionen sich natürlich im Internet heraussuchen. Ich habe die jetzt mal hier von Delta Value genommen und hier kann ja auch jeder mitlesen. Es geht also darum, eine Anpassung einer bestehenden Optionsposition durch das gleichzeitige Schließen der aktuellen Position und das Eröffnen einer neuen Position auf denselben Basiswert, jedoch mit einem anderen Ausübungspreis, also anderem Strike und oder einem anderen Verfallsdatum. Das heißt, nach hinten rollen, nach oben, nach unten rollen, das ist ja alles möglich. Ziel ist es, die Position an die veränderten Marktbedingungen anzupassen, Verluste zu minimieren, Gewinne zu sichern oder die Laufzeit zu verlängern, um die ursprüngliche Handelsstrategie fortzusetzen. Das ist ganz wichtig, da kommen wir nachher nochmal dazu. Es kann ja auch passieren, dass man die eben nicht fortsetzen muss oder will. Was machen wir dann? Also es handelt sich um eine Kombination aus zwei Transaktionen, dem Rückkauf, also das Glattstellen der bestehenden Option und dem Verkauf der äh, dem Verkauf oder Kauf einer neuen Option. Ja, das schauen wir uns jetzt also einmal an. Habe ich ganz kurz eben ja schon erwähnt. Man kann nach oben rollen, nach unten rollen, nach hinten rollen und das Ganze also dann diagonal machen. Und let's roll. Gehen wir also mal in den Rollassistenten entsprechend rein. Hier sind wir schon im Easy Screener auf der Startseite und der Rollassistent ist unter dem Rollen- und Schließen-Button logischerweise verborgen. Ich habe jetzt mal Philip Morris ausgesucht als Ticker. Die Aktie ist heute mit Earnings beglückt worden und wir haben hier einen Gap nach unten ausgelöst und es wäre jetzt möglich, auch wenn das sicherlich nicht vielleicht im Sinne des Erfinders gewesen wäre, dass man hier eine Option eröffnet hätte, also einen Shortput verkauft hätte, der über die Earnings hinausgeht. Normalerweise suchen wir als Stillhalter, wenn wir es im ruhigen Handel haben wollen, ja Optionen aus, wo keine Earnings zwischendrin sind. Das zeigt uns der Easy Screener ja auch super an. Man sieht hier, Zero Days, Pre-Market Open, also erwartete Earnings, der Pfeil hier. Also wir haben heute halt einfach vor Markteröffnung am 21.10., wo ich das Video jetzt aufzeichne, entsprechend die Earnings gehabt. Das heißt, der Kurs hier ist schon das, was die Earnings ausgelöst haben. Der Kurs oder die Aktie ist gefallen. Wir sehen knapp 10%, also ordentlicher Skep nach unten für Philip Morris. Und jetzt könnte es sein, ich habe hier vielleicht den Kurs beobachtet eine ganze Zeit lang, habe hier gesehen, gab es eine Unterstützung, ging hoch und dann hat die Unterstützung hier die 200-Tage-Linie getroffen, dann ist es kurz mal drunter gegangen, aber jetzt wieder ausgebrochen in Anführungsstrichen und möglicherweise habe ich hier an der Stelle einen Shortput eröffnet und gesagt, komm, ich mache den hier auf 150, 151, also knapp unter dem letzten Tief. Das ist jetzt unser Szenario, was wir uns einfach mal anschauen. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Option an, die wir eigentlich haben und die wir reparieren müssen. Wir hatten heute die Earnings, deswegen ist alles orange. Jeder, der den Screener etwas kennt, also immer grün wäre, wir haben kein Earnings-Risiko, orange ist, wir haben Earnings-Risiko da. Aber heute, gerade die Earnings waren, zeigt das Tool halt alle noch als orange an. Das werden wir sicherlich auch nochmal verändern können, aber es ist halt, da es tagesgleich ist, nicht möglich. Also ab morgen sind die alle grün. Aber wir hätten jetzt als Beispiel noch 17 Tage Laufzeit und hatten ja eben gesagt, wir haben den 150er Short Put verkauft. Der ist natürlich jetzt mittlerweile ordentlich im Geld und das sucht jetzt nach möglichen Rollszenarien hier. Jetzt hat er kein Szenario gefunden. Warum hat er keins gefunden? Weil ich möglicherweise hier nicht genug Laufzeit dem Ganzen gegeben habe. Ich muss dann sagen, okay, guck doch mal bitte noch ein bisschen länger. Und dann finde ich hier
auf Philip Morris ein. Da muss ich aber von den 17 Tagen auf 150 Tage gehen, um das auszugleichen. Das Tool hat also aus den Tausenden von Kombinationen, die es in den nächsten 151 Tagen gibt, das wäre jetzt hier die Einträge hier oben, geguckt, welche Option verbessert meine Situation. Das heißt, dass ich möglicherweise mein Risiko reduziere und natürlich gut aus dem Trade rauskomme im Sinne von, ich kriege mehr Prämie, als ich ausgeben muss. Denn das ist ja das, was ich tue. Ich schließe ja die Position, muss $860 jetzt aufwenden und brauche ja mehr Prämie, um gut damit rauszugehen. Und das wäre jetzt hier der Vorschlag, einen 145er, der aber noch 150 Tage insgesamt läuft. Eine andere Möglichkeit bietet mir sozusagen der Titel Philip Morris aktuell nicht, weil ich ziemlich tief im Geld bin. Und hier würde dann Folgendes passieren. Ich hätte halt meine Option von da oben hier runtergezogen, also ungefähr auf den Kurs, den wir aktuell haben und stark verlängert. Da kann man davon ausgehen, dass man dann aus der Situation gut rauskommt. Mir wäre es aber persönlich, ehrlicherweise, eine viel zu lange Verlängerung. Gut, wenn das nicht klappt, was machen wir denn dann? Mit Verlust schließen. Und hier kommt jetzt folgender Gedanke noch rein: Wenn es nicht möglich ist, auf dem gleichen Basiswert eine sinnvolle Handlungsoption zu finden, die wäre jetzt möglich, könnte man eingehen, aber vielleicht gefällt sie mir nicht. Dann könnte ich jetzt aber denken, Moment, eigentlich war es ja eh falsch. Ich habe die Earnings nicht beachtet, die ja dazwischen sind. Hätte ich besser irgendwie anders machen sollen. Also im Grunde genommen war es eigentlich ein Fehler-Trade und jetzt möchte ich aber trotzdem noch das Spiel verlängern und irgendwie da rauskommen und nicht jetzt hier $860 Verlust hinnehmen und mir irgendwie mühsam meine Prämien woanders verdienen. Dann haben wir gesagt, eben gerade haben wir ja gelernt, was eigentlich Rollen ist auf den gleichen Basiswert. Aber warum kann man nicht auch mal um die Ecke denken und sagen, okay, wenn die Strategie gar nicht mehr passt, ich vielleicht das Marktumfeld auch nicht mehr so ist, wie ich es erwartet hatte, also eigentlich mein Trade in die Hose gegangen ist und ich den auch nicht mehr verlängern möchte. Dir hat das Video weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Hilfe, damit dieser Kanal schnell weiter wachsen kann. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare dalässt und den Thanks-Button ausprobierst. Herzlichen Dank dafür. Dann könnte ich mir doch auch was Neues suchen. Besser ist aber doch, das Tool sucht mir was, weil sonst muss ich ja wieder tausende von Möglichkeiten suchen, um das Ganze möglicherweise hier in die richtige Richtung zu bringen. Ja, und dafür haben wir dann hier einen kleinen Button eingebaut, der da heißt, auf den gleichen Basiswert rollen. Das ist ja der Klassiker, so ist es ja auch im Lehrbuch. Aber das könnten wir auch ausklicken und dann sagen, lieber Scanner, suche mir doch mal aus dem Markt, da kann ich auch nochmal definieren, also aus welchem Aktienpool, zum Beispiel aus den USA 500, such mir doch mal aus denen eine Alternative. Klar, mir muss bewusst sein, das ist ein neuer Titel, möglicherweise eine neue Branche, völlig anderes Risikoprofil. Es ist im Prinzip ein neuer Trade, aber mit dem Trade möchte ich jetzt erreichen, dass ich den Verlust, den ich gerade realisieren muss, ausgleiche. Wenn ich das machen will und sage USA 500 und will Earnings vermeiden, ist es natürlich gerade ein bisschen schwierig. Wir haben den 21.10.2025, die Earnings-Saison hat gerade voll angepowert. Also die haben alle Earnings die nächsten Wochen. Also das müssen wir schon mal rausnehmen als Filterkriterium, damit wir hier möglicherweise eine Alternative bekommen. Und schon bekommen wir die auch. Vielleicht schaffe ich es, eine Alternative zu finden, wo der Basiswert über der 200-Tage-Linie ist, nicht wie jetzt bei Philip Morris gerade, wo wir drunter gefallen sind. Auch das geht. Er ist nicht im Geld, ist nicht über der 200-Tage-Linie, aber leider haben wir dann trotzdem immer noch das gleiche Problem wie eben. Wir haben halt ein Earnings-Risiko dazwischen. Aber das ist nun mal so, wenn wir diesen Titel in einen anderen Kontrakt rollen wollen und die Laufzeit von den 90 Tagen jetzt wieder vorgeben. Ich meine, mir würde es besser gefallen, ich mache nur irgendwas um die 40 Tage, 45 Tage. Vielleicht finden wir da auch schon was. Und da gibt es auch was. Und jetzt könnte einem das gefallen. Ich will jetzt nicht da im Detail darauf eingehen, ist es sinnvoll, diesen Titel zu handeln oder nicht, sondern ihr sollt das System verstehen, wie man das Tool nutzen kann. Ich hätte jetzt zum Beispiel hier Robinhood oder Dell als mögliche Variante und könnte jetzt einfach mal reingehen, wie sieht das Chart aus, könnte mir das gefallen, dass ich einfach die Philip Morris Position vergesse und jetzt in Dell reingehe. Könnte ich machen, wenn ich der Meinung bin, dass es hier wieder weiter nach oben geht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden oder halt, wie gesagt, hier sind einige andere Möglichkeiten auch, die man hier nutzen könnte.
Coole Geschichte ist, mal angenommen, ich möchte mein Risiko jetzt ein bisschen streuen. Ich bin ja gerade auf die Schnauze gefallen mit Philip Morris. Jetzt möchte ich mein Risiko streuen. Was könnte ich tun? Ich könnte sagen, ich rolle nicht auf einen anderen Kontrakt, also quasi in einer ähnlichen Risikogröße, sondern ich rolle auf zwei Kontrakte. Und dann könnte ich ja für mich sagen, okay, ich nehme einen Kontrakt von dem einen Titel, einen von dem anderen, wenn mir das System das vorschlägt, also der Markt zur Verfügung stellt, die Möglichkeiten innerhalb der nächsten 45 Tage. Da ist jetzt nichts. Wenn ich jetzt die Laufzeit wieder etwas verlängere, habe ich vielleicht auch noch mehr als SMCI, was mir hier angeboten wird, als Möglichkeiten, auf die ich das dann streue. Weil ich hatte ja vorher das Risiko mit meinem 150er Short Put, also $15.000 Risiko. Sieht man ja hier auch, den Kontraktwert. Und was ich jetzt mache, ist zum Beispiel, ich würde zweimal auf Delta Airlines mit $60 Short Put gehen, würde ich mein Risiko auf 2 mal 6.000 reduzieren, also auf 12.000. Oder hier, in dem Fall hier auf 2 mal 4,5, also sogar nur auf 9.000 Risiko, wenn man das Cash Secured rechnet. Und ich kann mir selbst natürlich auch Kombinationen daraus machen. Ich kann sagen, komm, ein SMCI-Put, ein Delta Airlines als Beispiel oder Intel oder was auch immer. Und dann können wir auch nochmal gucken, ich streue es vielleicht auch in drei, also auch drei Kontrakte. Das ist die nächste Abstufung, die wir auch noch gebaut haben, dass wir gesagt haben, man macht das Ganze in drei verschiedene Risiken, könnte verschiedene Laufzeiten auch nehmen und hat damit natürlich völlig neue Trades aufgesetzt. Aber die Prämie wieder drin oder mehr als die Prämie, die wir gerade leider aufbringen müssen, um unseren Schrott-Trade wieder in Ordnung zu bringen. Jetzt könnte es aber auch passieren, dass A, der Markt mir aktuell gar keine Möglichkeit bietet, also hier kommen keine Ergebnisse, oder B, alle Ergebnisse, die ich hier sehe, nicht dementsprechend, wo ich sage, also damit fühle ich mich wohl, nee, finde ich nicht gut. Dann können wir auch einen ganz anderen Weg noch gehen, den möchte ich zeigen, der hat mit dem Rolltool in dem Sinne nichts zu tun, aber das ist ja auch eine kleine extra Funktion aus den vielen, vielen Funktionen vom Easy Screener hier auch noch seht. Ich könnte an der Stelle auch sagen, komm, $860 Prämie, die will ich mir jetzt holen, irgendwie am Markt. Also gehe ich doch jetzt mal in meinen Express-Mode und sage, lieber Aktienscreener und Optionsscreener, hallo Easy, holen wir aber heute aus meinetwegen auch allen Basiswerten, die es gibt, also allen US-Titeln, die wir hier drin haben, eine Option, die mir $860 Prämie mindestens bringt. Oder wir können es ja auch wieder aufteilen, 2 mal 430, also 430. Und wir gucken mal, ob wir hier Optionen finden, die $430 Prämie bringen. In einer Laufzeit von 7 bis 30 Tage ohne Earnings, nicht im Geld und der Basiswert soll über der 200 Tage sein. Das ist sogar möglich. Das heißt, ich würde jetzt hier, aber es ist natürlich jetzt der Gesamtmarkt, eben hatte ich das beschränkt auf S&P 500. Also hier gibt es sicherlich dann einige kleinere Titel, die sowas möglich machen. Ob man das will, ist wieder ganz außer Frage. Wie gesagt, keine Anlageberatung. Einfach, dass ihr die Systematik seht und schaut, okay, so könnte man auch mal denken, das könnte man machen. Und man könnte theoretisch hier sich ziemlich nah am Geld, leicht unter dem aktuellen Kurs, einen Shortput verkaufen, ohne Earnings-Risiko. Das ist eher fairerweise jetzt ein Titel MP Materials. Man kann ja hier unten immer gucken, was machen die überhaupt. Selten Erdbergbau, gerade vielleicht spannend, aber wer weiß, wie volatil das da weitergeht. Das nur so als Idee, da kann man jetzt sozusagen das ja auch immer weiter filtern, gucken, anderes Underlying Pool nehmen, also sagen, ich bleibe doch beim S&P 500. Ich will nicht die ganz kleinen Dinger da haben. Oder Easy Qualitätsaktien. Also ihr habt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ihr da filtern könnt, was ihr aussuchen könnt. Und selbst im S&P 500 hätte ich jetzt hier Möglichkeiten zu sagen, komm, ich mache jetzt einen Arnet Shortput, der sicherlich auch ganz nah am Kurs ist, hier mit 10 Tagen Laufzeit noch. Und genau, wir sind hier, da müssen wir jetzt davon optimistisch ausgehen, dass der Kurs jetzt einfach noch die nächsten paar Tage weiter hochgeht. Dann wären wir aus der Nummer raus. Müssten das halt zweimal nehmen, ne? Weil wir hier nur $430 Prämie bekommen oder mindestens 430, in dem Fall 460. Und wir brauchen ja die 860. Ich habe es ja eben aufgeteilt. So kann man auch vorgehen. So viel an der Stelle zu dem Thema Rollen reparieren, ein bisschen im Tool gezeigt. Ich hoffe, es hilft euch. Ihr könnt es cool umsetzen. Schreibt gerne in die Kommentare, schreibt auch an support@easy.io gerne Fragen, die ihr habt, wenn ihr spezielle Wünsche habt, was wir auch mal zeigen sollen. Wir sind da, freuen uns einfach, wenn wir euch Dinge zeigen können. Bis ganz bald.